Guten Morgen und willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast auf dem ganzen Planeten. Wirklich, ihr könnt überall gucken, ob es da Spezialgäste überhaupt gibt und ob die dann überhaupt so schön sind wie Dana Rolle. Herzlich willkommen. Wieso? Nein. Du bist... Nicht ich. Also an mir kann es nicht liegen. Doch. Ich gucke definitiv immer in die richtige Richtung. Vielleicht liegt es aber auch an den Zuschauern, denn ich habe gehört, bei 100.000 Abonnenten treffen wir uns endlich in der Mitte. Und es gibt eigentlich auch schon wieder fast was zu feiern, denn wir haben die 73.000 fast erreicht. Es fehlen, glaube ich, noch 10 Leute oder so. Das könntest du jetzt quasi sein, wenn du jetzt abonnierst, während wir dieses Video drehen. Warst du vielleicht derjenige, der dafür zuständig war, dass es jetzt 73.000 sind. Unglaublich. Fantastische Zahlen. Es ist ja hier in diesem Oktober absolut, geht es ja ab hier mit Releases im K-Pop-Bereich. Und ohne Ende. Wir versuchen ja alles mitzunehmen. Sind wieder einmal gelandet bei Twice. Yes. Und die süßen... Oh, von denen haben wir letztens doch das Outfit-Price-Tag auf deinem Kanal gemacht. Genau. Auf meinem Kanal, ja. Das war auch sehr, sehr geil, was sie da anhatten und sehr lustig. Was wir für einen Spaß hatten, das könnt ihr gerne abschenken. Hier, klickt da einfach mal drauf. Das war auf Danas Kanal. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, dürft ihr auch gerne abonnieren. Jetzt gucken wir aber mal rein, was hier der neue Song liefert. Fake and True. Ich bin gespannt. Japanisch auf jeden Fall, ne? Ja. Wow. Was war das? Auf Gucci, Japanisch? Gucci. Ja? Der Gürtel. Nee, aber der Song. Ach so, ja. Okay. Dass der Gürtel nicht japanisch ist, wenn er von Gürtel ist mir schon klar, aber die haben japanischen Song gemacht. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Okay, gut. Das war Englisch. Sind das deine Kopfhörer? Eine sehr extravagante VR-Brille. Ich muss nur gerade lachen, es wäre echt langsam Zeit für Misheard Lyrics auf jeden Fall. Ich höre ja was anderes raus. Icken in True, aber ja gut. Das hat nichts mit dem Mädel zu tun, sondern ich meine, das ist einfach die Sprachen hier, Fake End, ja stimmt. Wenn man Fake End zu schnell ausspricht, klingt es ein bisschen wie Fake N. Was auf Deutsch etwas anderes bedeutet. Irgendwas mit, wie sagt man denn? Ja, sexuelle Kopulation. Danke. Die sehen aber besonders schick aus in dem Video. Die sind verdammt gut angezogen. Was sind für Geräusche im Hintergrund? Schon eingängig.
Das ist geil. Schönes Solo. Hold on, fake and true. Fake and true. Fake and true. Oh. Fake and true.諦めるよりも手を伸ばせ Get it now, get it now, get it now 支配下なんてもわかるでしょ Get it now, get it now, get it now So viele unfassbare Wow. Beauty-Shots hier. Sehr, sehr hübsche Mädels auf jeden Fall. Die hatten so gute Outfits. Ja, unfassbar. Eigentlich die Kleider hier, die Paillettenkleider, viele schon fast so 80s inspiriert, würde ich fast sagen. Ja, Aber da war ja so viel los in dem Song. ja, tatsächlich. Also hier, Wow. man hört eigentlich direkt, dass, also dieses, Ja. das ist so ein Blasinstrument. Ich würde ein Saxophon fast behaupten, aber es, Und dann so moduliert wieder. ja, es ist auf jeden Fall schneller, glaube ich. Also irgendwie schneller abgespielt worden, als es ursprünglich aufgenommen wurde. Es kann auch sein, dass es sowieso auch schon tatsächlich ein synthetischer Sound war, also dass das Saxophon aus dem Rechner kommt. Und und das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich weiß aber nicht woher, aus irgendeinem Spiel oder sowas. Was? Ja, dieser Effekt. Was so ein bisschen wie Katzengejaule klingt so, aber das kommt mir aus irgendeinem Spiel bekannt vor, wenn man gewonnen hat oder irgendwas war. Vielleicht wissen es die Zuschauer und schreiben es gerade schon fleißig in die Kommentare. Ich meine schon. 癒せない渇きを Ja, auch hier ganz besonders dieser Das muss, glaube ich, auch ein Vocal ursprünglich gewesen sein. Also, ein Vocal von einer der Mädels, was dann vielleicht sogar reversed. Muss aber nicht sein, aber es ist auf jeden Fall ein Vocal, der dann auch moduliert wurde, bearbeitet wurde und dann hier diesen Riser-Effekt in den nächsten Part rein. Also, Ja. ganz viele, super viele schöne kleine Details hier in die Produktion mit eingearbeitet. Selbst die Sounddesign oder Soundeffekte hier, wie hier dieses Lügendetektor. Lügendetektorgerät, also eigentlich ist es ja der Printer quasi, der das hier umsetzt, hört man dann auch und zwischendrin auch so viele Stellen. Aber eben so eingebaut, dass es nicht irgendwie negativ auffällt. Also wirklich gut ins Video eingearbeitet. Ne? Oh, wie schön die aussehen. Ja, ist echt Wahnsinn, muss man schon sagen. Selbst das hier ist von 2 Stimmen. Ja, es sind 2 unterschiedliche Stimmen, die wir hier hören. Und eine ist komplett hart nach rechts und eine komplett hart nach links gemischt. Ja, ihr seht, das ist so so scheinbar kleine Sache, aber das sind schon so super viele Details. ないものを目かえと Ganz wichtig, in die Strophe hier eingestiegen, eigentlich fast komplett ohne die Rhythmussektion. Also wir haben keinen Bass drin. Und an Percussion bzw. Drums eigentlich nichts und wirklich nur ein bisschen Percussion, diese ganzen, was in den Höhen alles stattfindet, die ganzen Becken und Shaker und so weiter, die übrigens sehr, sehr dünn und sehr spitz in den Höhen tatsächlich klingen, aber nicht zu spitz, sondern decken einfach einen sehr kleinen Bereich irgendwie in den Höhen vor allen Dingen ab. Und sorgen dafür, dass man nach vorne geht. Auch hier so kleine wie dies. 望むのをやめなければいつかは満たされたより Und ab hier geht es dann halt richtig ab, weil eben der komplette Bass dann noch dazu kommt, schön rhythmisch auch nach vorne spielt und dann die ganze Percussion und eben auch dieser Wechsel zwischen Kick und Bass, sehr, sehr wichtig für so einen Track, dass es gut abgestimmt ist und wirklich diesen Dance-Charakter. Natürlich auch hier im Tempo, wir sind auf jeden Fall über 120 BPM, wenn nicht sogar 130 BPM, müsst ihr jetzt nochmal genau nachgucken, aber schönes, schnelles Ding. 満たされたふりはしないで Believe in your intuition Ja, und auch hier merkt man, dass die Vocal-technisch sehr stark sind.
Also, ja, es sind ja einige hier im K-Pop-Bereich. Man hört es aber, die Harmonien, die hier gesungen werden, dass da tatsächlich sehr viele Stimmen sind. Auch unterschiedliche Stimmen, habe ich den Eindruck, dass da wirklich alle Mädels da mal drankommen und singen können. Weil im Studium muss man das nicht so umsetzen. Man kennt das vielleicht von den Pussycat Dolls. Das waren ja auch irgendwie 9 Mädels. 5, 6, 7, waren es nicht ursprünglich mal irgendwie 9 geplant oder sowas? Auf jeden Fall waren es auch sehr viele, aber eigentlich hat Nicole Scherzinger fast alles gesungen, weil sie die einzige wirkliche Sängerin war und der Rest waren ja alles Tänzerinnen. Und das hat man hat aber in den Videos das immer so aussehen lassen, als ob alle gesungen hätten. Und man hat da auch den Eindruck, aber eigentlich hat Nicole Scherzinger da alles gesungen und auch die Doubles und so weiter, weil im Studio kann man da schon einiges machen, dass es nicht auffällt. Hier klingt das aber wirklich so, als ob alle Mädels singen. Gerade hier hört man, dass wirklich so ein richtiger Chor im Hintergrund jedes Mal läuft. Geil. Dieses Genau. Das ist auch mehrstimmig hier umgesetzt worden von den Sängerinnen. Das sind locker 3, 4 Stimmen, die du da hörst. Also in verschiedenen Tonlagen tatsächlich. Na, man hört immer, wie bestimmte Passagen gedoppelt sind. Also, also da hast du dann oben wirklich, ganz oben vor allen Dingen hörst du nochmal, dass da eine sehr hohe Stimme drin ist, aber auch zwischendrin einige Stellen abgedeckt werden, die das Ganze so richtig harmonisch auffüllen. Also wenn man so viele gute Sängerinnen dann natürlich hat, dann kann man genau solche Sachen eben sehr, sehr geil machen. Also wirklich super, super Track. Stark der Rap-Part auch. Das fand ich geil, dass hier mit diesen Pausen das ist so etwas, wo ich finde, das ist rhythmisch einfach echt nochmal sehr, sehr, die sind so hübsch alle hier. Ne? Das rhythmisch einfach nochmal wirklich hier was raushört, finde ich super, super geil. Ne, auch hier wieder mit diesem Soundeffekt. Und dann dieser Drum-Fill-In, klingt nach einem Sample. Auch sehr oft hier benutzt, dieser auch ganz, ganz typisch so ein Part mit so einem das ist eher ein Soundeffekt. Das ist so ein kein Riser, sondern ein Downer könnte man das dann nennen, dass er weil er fängt mit, das ist eher so ein Noise orientiert, also so wie White Noise oder Pink Noise, also wirklich etwas, was dann nur noch so zerfließt, so mäßig und dann eben ausklingt. Das kann man dann immer am Anfang von einem Part immer ganz gut reinsetzen, weil der Anschlag und der meiste Klang, der erzeugt wird, ist am Anfang von diesem Soundeffekt, von diesem Sample und das läuft dann eben nach hinten aus. Hier ist auch sogar noch, das ist wirklich ein Noise. Ja, das ist ich weiß nicht, ob es ein White Noise ist, weil da gibt es auch verschiedene, je nachdem, welche Waveform man benutzt. Ich habe das schon mal in einem Video erklärt, ob es jetzt ein Saw ist oder genau, ein Square, also welche Form das Signal hat, wie es durchgesendet wird durch den Synthesizer. Dementsprechend hat das dann auch einen Namen. Das ist nicht so wichtig für euch, aber es ist daran Details. Aufgebaut. Ja, da wird es zu geeky gleich. Ja, genau, und hier war das, wo ich meinte, was läuft da im Hintergrund. Das klingt so ein bisschen, als ob da irgendwie so ein Unterwassereffekt irgendwie, weil es so ein bisschen so Tropfen irgendwie. Plätschern, Tropfen. Genau, aber so synthetisch irgendwie, sehr interessant. Es bringt hat eigentlich echt so einen Ambiente-Effekt, würde ich sagen. Das ist Louis Vuitton. Louis Vuitton? Ich dachte erst Versace. Versace meinte ich, sorry, ja. Dieser Kopf. Ja. Ja, genau. Medusa-Kopf. Medusa, ja. Auch hier, ne, man hört das alles, was man sieht, tatsächlich auch. Aber es ist so subtil eingebaut, dass man es fällt nicht direkt auf,
aber man nimmt das trotzdem wahr. Also das gutes Sounddesign, gute Soundeffekte in so Videos, egal ob es Film ist oder eben auch ein Musikvideo, sind tatsächlich auch immer so umgesetzt. Ich mache das ja auch sehr viel. Man sagt auch wirklich, das beste Sounddesign ist das, was dem Zuschauer nicht auffällt. Ja, sehr cooler Track hier. Ich habe einiges dazu gesagt. Hier auch. Ja, auch sehr wichtig hier bei dem Drop da einzuleiten in die Hook. Sehr, sehr wichtig. Guck mal hier. Oh, cute. Aber was ich krass finde, die sind ja mattrot. Ja. Geil. Habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Matten Nagellack. Das war ja eine Zeit lang mal so richtig im Trend. Okay, vielleicht kommt es ja wieder. Sah eigentlich echt gut aus. Das heißt, für dieses Saxophon, deswegen haben die es am Anfang schon kurz eingeleitet. Es hat einen bestimmten Klang bekommen, also wieder dieses Sounddesign-Ding. Klar kennt man ein Saxophon, aber das hat irgendwie so etwas, dass einem das auch wirklich direkt wieder in die Synapsen eingebrannt wird und dann hier in der Hook wieder gespielt wird. Ist das ja dann ähnlich wie bei dem BTS-Song, Genau. den wir hatten. Ja, deswegen spreche ich es auch extra nochmal an, weil bei erfolgreichen Pop-Songs und wenn man das extra so dahin bringen möchte, dass es ein Mainstream-Ohrwurm wird, macht man das genau. Und das ist die Arbeit, die man da umsetzen muss, wenn man so einen Hit haben will, unter anderem. Aber das ist eben so ein sehr wichtiges Element, weil es für jeden dann im Ohr bleibt. Das ist genau das, was wir am Anfang gehört haben. Auf die Akkorde. Ne? Also wir haben... Boah, wo war das denn? Der Sound, ist es nicht von Nintendo Switch Game oder sowas? Ich kenne den ganz genau, den Sound. Oder war das... Benutzt es? Schreibt es in die Kommentare, ihr wisst es 100%. Wieso fällt es mir nicht ein? Bestimmt, wenn ich das Video jetzt beende, fällt es mir... kleine Pilz. Na, ich weiß nicht. Wenn wir das Video beenden, fällt es mir schon sofort ein. So, sehr, sehr geiler Track, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, auch tontechnisch wirklich, finde ich super. Weil hier hatte man auch bei dieser Pausenstelle, hat man auch so ein bisschen dieses kurz wegziehen gehabt. Ja. Nicht so sehr, aber war trotzdem da. Man merkt den Unterschied auf jeden Fall. Ja, man auch, also von der Lautheit sind die nicht ganz so krass gegen die Wand gefahren oder gegen die Decke wie manche andere aktuell. Finde ich angenehmer einfach zu hören dann auch. Also es, ne, ich finde schon, man merkt sehr schnell, wenn man da irgendwie so ein Kopfschmerzvideo fast hat. So, wir sind schon bei 18 Minuten, sehe ich gerade. Ich habe endlich auch einen Timer hier in dem Programm unten. Und das ist leider fast schon ein bisschen zu lang. So, wir kommen jetzt zu... Thumbnail Time. Da klingelt's. Schnell. Und jetzt darfst du die Tür aufmachen. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Der ist unten verlinkt. Und irgendwas Cooles wollte ich noch sagen. Aber fällt mir leider nicht ein. Achso, die Pizza ist da. Tschüss!